Hallo zu diesem neuen Technik-Review. Ludos hat mir wieder ein paar Varianten ihres neuesten Kopfhörermodells zur Verfügung gestellt, die Ludos Ultra. Und natürlich habe ich auch diese wieder ein paar Wochen getestet und werde euch hier nun alle Informationen rund um das Produkt sowie mein persönliches Fazit präsentieren. Außerdem gehe ich natürlich auch auf die Unterschiede zum Schwestermodell, den Ludos Clemor, die ich bereits vor einigen Monaten in einem Video vorgestellt hatte, ein. Und natürlich werde ich auch wieder 3 Paar unter den Zuschauern verlosen, dazu später mehr. Die Ludos Ultra sind rein optisch erstmal vollkommen normale Kabelkopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Auch der Lieferumfang mit einem Stoffbeutel und 3 Paar Ersatzstöpseln aus Silikon und die technischen Aspekte sind dieselben wie beim Schwestermodell, den Ludos Clemor. Dennoch gibt es einige feine Unterschiede und eine größere Farbauswahl ist da eher eine Nebensache. Was jedoch relativ schnell auffällt, sind die im Kopfhörerrücken verbauten Magnete, wodurch die beiden Ohrstöpsel immer zusammenhalten, wenn man sie gerade nicht trägt. Der Hauptzweck davon ist, Kabelsalat und Knoten zu vermeiden und das funktioniert nach ein paar Wochen Test auch ziemlich gut. Ich konnte die Kopfhörer nach Belieben in meine Jackentaschen stopfen, ohne auch nur einmal anschließend Knoten lösen zu müssen. Außerdem hat sich die Steuerleiste verändert. Statt 3 Knöpfen findet man jetzt nur noch einen Knopf zum Stoppen und Starten der Musik oder das Annehmen von Telefonaten sowie den neuen Schieberegler für die Lautstärke. Die Funktion vom Schieberegler hat sich jedoch auch etwas verändert. Statt stufenweise die Telefonlautstärke anzupassen, wie die Clemor es noch gemacht haben, wird nun stufenlos die eigene Lautstärke angepasst. Das bedeutet, selbst wenn ihr den Regler auf maximales Volume stellt, sind die Kopfhörer nur so laut, wie die Telefonlautstärke es vorgibt. Wollt ihr die maximale Lautstärke erreichen, müsst ihr vorher auch die Telefonlautstärke auf Maximum stellen. Erst jetzt steht euch dann die gesamte Bandbreite zur Verfügung. Zwar muss man damit jetzt dementsprechend an 2 Geräten die Lautstärke einstellen, dafür ist dies stufenlos möglich und lässt eine Begrenzung nach oben zu. Das hat aber insbesondere in aktuellen Zeiten auch noch einen weiteren Vorteil. Will man beispielsweise während der Arbeit mit anderen Leuten telefonieren und nutzt dazu den Computer, so müsste man mit dem Clemor-Modell immer den Computersound umstellen, da diese Kopfhörer in der Regel keinen Zugriff auf den Computersound bekommen. Eine Änderung über die Steuerleiste der Clemor hätte also absolut keine Auswirkung. Da der Lautstärkeregler der Ultra jedoch die eigene Lautstärke ändert und nicht die Gerätelautstärke, ist das mit diesem Modell trotzdem möglich, egal an welchem Gerät man sie benutzt. Allerdings geht damit auch ein kleiner Nachteil einher. Und zwar kann durch die interne Lautstärkeregelung die Steuerleiste nun nicht mehr nur an einer Seite sein, wie bei den Clemor, sondern ist weiter nach unten gewandert. Statt auf Halshöhe findet man diese nun auf Brusthöhe wieder. Und damit muss man nicht nur immer in seinem Pullover oder seiner Jacke graben, wenn man unterwegs die Lautstärke anpassen will, sondern logischerweise befindet sich damit auch das Mikrofon viel weiter unten und wird vielleicht sogar von Kleidung verdeckt, wenn man telefonieren will. Trägt man die Kopfhörer jedoch über der Kleidung, sollte das Telefonieren kein großartiges Problem darstellen, obwohl das Mikrofon so weit unten hängt. Durch die vielen Homeoffice-Nutzer der letzten Wochen kam ich im Büro mehrmals in die Situation, diese so zu nutzen und es gab nie Probleme. Beide Parteien haben sich immer super verstanden. Hier aber natürlich noch 2 kleine Testaufnahmen mit den Clemor links und den Ultra-Kopfhörern rechts. Hallo, hier die Testaufnahme mit den Ludos Ultra, wenn sich das Mikrofon über der Kleidung befindet. Und hier jetzt die Testaufnahme mit den Ludos Clemor. Dass hier das Mikrofon unter der Kleidung ist, kann gar nicht passieren, da es sich auf Halshöhe befindet. Und hier jetzt die Testaufnahme, wenn das Mikrofon unter der Kleidung ist. Und hier der Vollständigkeit halber noch eine Testaufnahme ohne Kopfhörer, nur mit dem Handysound. Und als ich diese Aufnahmen gehört habe, war ich tatsächlich ziemlich überrascht. Denn nicht nur, dass man einen auch sehr gut verstehen kann, wenn das Mikrofon unter der Kleidung ist, sondern scheinbar hat Ludos auch das Mikrofon selbst verbessert. Zumindest habe ich diese Vermutung, da die Mikrofonqualität doch schon meiner Meinung nach deutlich besser ist als noch bei den Ludos Clemor. Sonst gibt es eigentlich keine großartigen weiteren Unterschiede zwischen den beiden Schwestermodellen. Nur dass das Gehäuse der Ultra offensichtlich aus Metall statt Plastik gefertigt wurde und der Preis bei 30 € statt 20 € liegt. Die Ohrstöpsel sind jedoch auch hier wieder aus Memory Foam gefertigt. Ein Material, welches etwas weicher ist als normale Silikonstöpsel und sich besser an den Gehörgang anpasst.
Was ist allerdings mein persönliches Fazit der beiden Kopfhörermodelle und ist der Preisunterschied von 10 Euro gerechtfertigt? Also erstmal habe ich die letzten Wochen mehrmals den Preis der Ultra auf Amazon gecheckt und es gab immer irgendeine Aktion, sodass der Preis sogar teilweise deutlich unter den Klemmor lagen, aber prinzipiell bin ich tatsächlich der Meinung, dass der normale Preisunterschied durchaus akzeptabel ist. Den einzigen wirklichen Nachteil, den ich bei den Ultra sehe, ist die tiefer liegende Steuerleiste. Sonst hatte ich wirklich einen hochwertigeren Eindruck, was die Verarbeitung und die Handhabung anging. Und die Magnete haben mir in unzähligen Situationen den letzten Nerv gerettet, weil es immer direkt möglich war, die Kopfhörer wieder zu benutzen. Egal, ob ich sie vorher einfach in meine Tasche gestopft oder irgendwie auf den Schreibtisch geschmissen hatte. Zum alltäglichen Musik hören oder telefonieren am Schreibtisch fand ich diese also deutlich angenehmer. Will man allerdings ausschließlich unterwegs Musik hören oder telefonieren, würde ich doch eher die Klemmor empfehlen, da hier die Lautstärkeregelung deutlich einfacher ist, wenn man sie unter den Klamotten trägt und das Mikrofon trotzdem in der Regel frei liegt. Und wie gesagt, verlose ich jetzt noch 3 Paar Ludos Ultra an euch. 2 Paar gibt's für Leute, die unter diesem Video Hashtag Ludos in die Kommentare schreiben und ein weiteres Paar werde ich in den kommenden Tagen über eine Instagram-Story verlosen. Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit diesen Kopfhörern gemacht? Schreibt es mir gerne auch unten in die Kommentare. Dann erstmal vielen Dank an Ludos für die wieder mal sehr nette Kooperation und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.